Dann am 1. Juli hat es mich geheißen, ab in die USA. Bin über Frankfurt auf Minneapolis geflogen. Dort haben wir wie vor 3-4 Jahren Gasteltern abgeholt. Sie waren halt mega happy gewesen. Es ist mega schön, dass wir so ankommen. Und ja, wir sind nachher auf der Louvre an der Lake Superior. Sind überzügelt. Sind nicht mehr am gleichen Ort gewohnt wie früher. Aber dort oben war auch mega schön und halt mega cool gewesen, mit halt ihnen wieder das Jahr bei ihnen gelebt, also Teil der Familie dürfen sein. Und es war halt mega cool gewesen, um wieder mit ihnen zusammen zu sein und sie wieder zu sehen. Ich hatte eine gute Zeit dort oben. Back here, and there's my chick. Is Margaret in there? Or? I had to look in your silence. She died. It's a wagon. There's about the John. Nach dieser Woche sind wir nachher ab auf Coquedo. Das war dort, wo ich früher eben das Jahr war. Dort durfte ich bei unseren ehemaligen Nachbarn, bei der Familie Barz, unterkommen und sie sind auch mega gefreut und sie haben gar nicht so recht gewusst, dass ich komme. Nur der Brandon hat es gewusst und sie waren auch überrascht gewesen. Und ja, ich bin dann 2 Wochen dort in dieser Gegend eigentlich und habe einfach halt wieder Zeit mit meinen alten Kollegen verbringen und das war schon herrlich gewesen. Who the fuck is turning on my road? If you wanted to try it, I would be willing to try cooking them on the fire.
Now I could probably just pull it out and do it. Ja, nach dieser Zeit in Coquedo bin ich dann mit meinem alten Kollegen, mit meinem Seher, dann Richtung Kanada rauf. Wir wollten das eigentlich schon immer mal machen. Wir sind von Ontario, also in Kanada, wir sind über die Grenze und dort auf einen Fishing Trip zu zweit. Wir sind mit dem Kanu, es wäre so etwa 40 Kilometer, sind wir so raus in die Pampa. Von See zu See immer tiefer rein in die Wildnis. Und
he's gonna make it. Nach diesen paar Tagen in der Wildnis ist es wieder runtergegangen auf Coquedo. Und dort nochmal 2-3 Tage bei Kollegen verbracht. Es war auch wieder gemütlich und jetzt runterfahren. Weil nachher hat es wieder geheißen auf den Flughafen. Und ja, das nächste Ziel war Alaska, Anchorage. Dort hat mich ein Kollege von Minnesota hat mich dort abgeholt und dann sind wir zu seinem Bruder, der hat eben ein Haus dort, sind wir zu dem gegangen und ja, dann haben wir halt wieder mega herzlich, haben sie mich aufgenommen bei ihnen daheim und es war mega schön, also einfach ein gutes Gefühl. Und ja, der Bruder hat dann so gesagt, sein Bruder, dass wir seinen Camper haben können. Und ja, dann sind wir eigentlich schon am nächsten Tag sind wir losgezogen.
try a 20-pounder. He's the 5-pounder. Yeah, they're just something playing with my bait down there, probably just a tiny little fish. Nice fish, dude. I got one more time. Yeah. You guys basically limit out every day? I don't think there was a day we didn't get our kings. We're shrimpers now. There better be shrimp in there. Oh, right there on the bench, there's one. Oh, look at that! Hero! 4 shrimp! Massive! 5! Okay, that's one for lucky. Ja, nach dieser Hammerzeit in Alaska ist es dann wieder weitergegangen. Ja, ich bin eigentlich noch nicht so ready gewesen, zum weiterzuziehen. Ich wäre eigentlich gerne ein bisschen bleiben. Es ist halt mega cool geworden, weil man halt immer mehr Leute kennengelernt und ja, das hat das Ganze dann auch wirklich ausgemacht. Und ja, trotzdem ist es dann weitergegangen. Wieder zurück aber auf Minneapolis und dort hat dann der Mann von Gastwüste auf mich gewartet, hat mich abgeholt und haben dann auch bei ihnen schlafen dürfen. Und ja, am nächsten Tag haben sie mir nach Minneapolis und St. Paul gezeigt. Und ja, es war halt auch einfach so ein schöner Abschluss für mich und für meinen ersten Teil so ein bisschen für die ersten 5 Wochen, wo ich einfach halt Gastfamilie und alle alten Kollegen besuchen. Und ja, gerade weil sie halt so gastfreundlich waren und halt, sie haben alle probiert, mir sozusagen zu helfen, um den Trip so unvergesslich zu machen. Und es hat dann auch wirklich funktioniert, es war wirklich eine mega gute Zeit gewesen. Am 6. August haben wir das erste Mal New York betreten. Es war speziell, das erste Mal außerhalb von Europa.
Und sind die erste Nacht im Hostel geschlafen, im Chinesenviertel, Flushing hat es geheissen. Und ja, am nächsten Tag ist es eigentlich auf das Hauptziel hingegangen. John Petrucci's Guitar Universe hat es geheissen, ist auf Long Island in der Glen Cove Mansion. Und es war ein riesiges Anwesen, wir waren gerade ein bisschen überrumpelt und haben dort dann 5 Tage verbracht mit etwa 200 anderen Gitarristen. Speziell halt dort sind wir gegangen, weil der John Petrucci selber halt schon jahrelang jetzt unser Idol ist und ein hervorragender Gitarrist. Und es war sehr eindrücklich, das Erlebnis. Und es wird für immer eine geile Erinnerung bleiben. In diesen 5 Tagen sind wir dann wieder auf Flushing zurück, ins Hostel, haben uns das Gepäck abgeladen und haben uns einen Überblick vom Metroplan verschafft und sind dann im nächsten auf Manhattan gefahren. Und wo wir zu dem Gebäude rausgekommen sind, sind wir einfach weggeflasht gewesen. Es ist einfach so gigantisch, so viele Leute, gute Stimmung, so viele Farben. Und wirklich, also kannst du fast kulturellen Melting Pot nennen. Und wir sind dann durch Times Square Richtung Central Park gelaufen, auch am Empire State Building vorbei. Wir haben uns einfach mal am Nachmittag nach New York gegönnt. Und es ist eine gigantische Stadt. Und wir kommen sicher mal wieder, wenn wir die Zeit haben. Aber eben, am nächsten Tag ist es weitergegangen, auf das nächste Abenteuer. Und dann haben wir unser Zeug gepackt, sind am Flughafen LaGuardia und auf Denver geflogen. Das war jetzt mit einem Umweg, aber umso grösser war nachher die Freude, um alle Kollegen wieder zu treffen und mit ihnen auf den Roadtrip zu gehen. Genau so. Angefangen hat die ganze Sache in Zürich. Da sind wir mit dem Flüger auf Reykjavik, in Island, wenig Flüge. Und dort bin ich komischerweise neben der wunderhübschen, ganz herzigen und lieben Amerikanerin gewesen, oder einfach platziert gewesen. Da haben wir es lustig gehabt, die 7-Stunden-Flug durch meine. Und dann in Minneapolis haben wir dann eben Leon getroffen, nach einem Zeitchen. Haben dann den Bus geholt, Richtung Hotel. Und sind wir schon das Nachtessen mit Kalber, sind die Burger dort. Das ist ja unglaublich. Ein weisses Streit, unten hast du eine Seele mit Butter und Fett. Also unglaublich eigentlich, aber gut. Und ja, das sind wir gefunden, eine ganz lustige Abendkabine. Ja, grüezi. Am nächsten Tag sind wir den Mietwagen geholt. Zuerst haben wir so einen roten, ich weiß nicht mehr, Ford oder so gehabt. Suburban, glaube ich, ja genau. Chevrolet? Ja, keine Ahnung, irgendwas. Und der rollt mal so einen schwarzen Lincoln her. Du siehst, nur eine Luxuskarre. Und dann, ja, wenn ihr den nehmen wollt, wir gehen zurückkommen. Wir alle, oh geile Shit, verreckt. Also wirklich, eine geile Karre gewesen. Und dann sind wir nachher wieder, haben gesagt, ja, sehr gut. Und ich habe keinen Aufpreis zahlen, nichts. Dann haben wir den genommen.
sind verreckt halt, war geil gewesen. Und dann sind wir Richtung St. Cloud, Richtung Monticello gefahren, wo die zum Isaiah, richtig sagen. Das ist ein Kollege von Leon von früher. Und er hat wie hat uns einfach den ganzen Abend bei sich behalten und sie haben am See gehauset und das war einer der besten Abende, die wir erlebt haben. Ja, und dann sind wir beim See aufgestanden. Haben den Indiana Jones Musik laufen, wo Bimbo extra CDs brennt hat. Und dann sind wir mal losgefahren, noch einkaufen gross, glaube für $500 hat er so, Zelt und Hängematte. Und dann sind wir eben Richtung South Dakota, über Gaylord abgeschnitten, über Sioux Falls. Und dann ist mir zuerst mal bewusst gekommen, wie lang man eigentlich für ganz kleine Strecke auf der Landkarte fahren muss. Also, unglaublich, hohe Dimensionen, das kannst du dir da nicht vorstellen in der Schweiz. Aber dann sind wir am nächsten Tag verwacht, ganz früh um 6 Uhr, im Sonnenaufgang weggekommen, blendet schon wieder. In der Mecca zum Morgentessen, richtig amerikanisch halt. Weiter zu den Badlands in den Westen, ins Innere von South Dakota in dem Sinn. Und dann sind wir den ganzen Tag durch die Prärie gefahren mit den Gängen, die wir essen haben, einfach endlos und hügelig und einfach eine wunderbare Zeit verlebt. Und dann sind wir am zweiten Tag vor der Prärie wieder dort verwacht. Sonnenaufgang, wieder unglaublich hübsch. Dann haben wir weggefahren Richtung Mount Rushmore eigentlich. Und wir abfahren, hören wir und sehen wir das Mar so kleine Murmeln, so Prairie Dogs eigentlich in dem Sinn. Und die sind einfach überall rumgehüpft und dann haben wir ja, oder nicht mehr, Leon hat ja das Jagdpatent in Amerika denen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, um die zu schiessen und dann haben er und ich eins getroffen. Dann haben wir das ausgenommen, gebrätelt und gegessen. Also das beste Fleisch eigentlich, das wir dann bekommen haben in dem Sinn. Ja, und dann sind wir nachher gegen Abend dann schon weiter. Mit diesem Feeling halt, mit dem neuen Gefühl von, das Tier jetzt erledigt und selber zubereitet zu haben in dem Sinn. Das
so richtig der Jäger und Sammler wieder vorgekommen. Und ja, dann sind wir noch weiter zum Mount Rushmore. Also nachdem wir die Prairie Dogs gegessen haben, haben wir uns dann auf den Weg zu den Black Hills gemacht. Jetzt sind also voll durch die Prärie nochmal ausgegangen. Dann bei den Black Hills sind wir zu Rushmore gekommen. Und dort haben wir natürlich nicht $14 zahlen. Dann sind wir halt zum nächstbesten Parkplatz sozusagen, der ein bisschen abgelegen war. Und dann sind wir dort einfach in den Wald eingegangen. Dort haben sich dann unsere Wege getrennt. Und ja, dann ist es einfach so daraus ausgelaufen, dass die Polizei uns gesucht hat am Schluss, aber dass nach 6 Stunden und so hat sich das dann alles geklärt gehabt und wir dann weitermachen können auf dem Weg nach Denver. Ja, dann sind wir auf dem Weg nach Denver, sind wir 6 Stunden gefahren. Bimbo hat alles durchgemacht. Sydney haben wir etwa das Hotel gefunden. Und dann sind wir zuerst aber noch in den Laden gegangen. Dann sind wir schlafen. Nach dem Schlafen sind wir in ein Pancake-Haus ein bisschen essen. Dann haben wir ein Picknick gemacht. Und dann gegen den Abend, bei einem Picknick bin ich Kaktus reingelegen. Das war nicht so angenehm, aber auf jeden Fall sind wir nachher dann Richtung Flughafen. Und dann, wo der Bimbo das eingetippt hat, dass wir im Flughafen sind, einfach tausende Flughäfen dort gewesen. Wir haben einfach gedacht, easy, nehmen wir einfach den obersten. Und dann sind wir genau an der richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen, richtiges Terminal und alles. Und Arne und Vince haben gerade das Gepäck schon gehabt und dann sind wir wieder vereint gewesen. Wir sind dann zusammen in ein Hotel gegangen, übernachten. Am nächsten Tag sind wir ein bisschen Denver Explorer gegangen, haben uns Boards gekauft, Landjachts, richtig geile Boards. Dann haben wir uns Richtung Pikes Peak gemacht. Dort wollten wir eigentlich auf den Berg, aber es war schon zu, wir waren 10 Minuten zu spät. Dann haben wir gedacht, gehen wir am nächsten Tag, weil das muss man schon noch gesehen haben. Dann sind wir irgendwo ganz tief in den Wald eingefahren. Und haben dort dann einfach übernachtet. Leon und Nando haben sogar in der Hängematte dort übernachtet. Am nächsten Tag sind wir aufgewacht im Wald und haben uns richtig Pikes Peak gemacht. Der ist 4300 Meter hoch und somit der höchste Berg, zum befahrbaren Berg in der ganzen USA. Dort oben haben wir dann noch etwas gegessen, picknickt und so. Und nachher sind wir eigentlich direkt wieder runtergegangen, haben uns richtig Utah gemacht. Am Abend sind wir dann Richtung Nordwesten von Utah schon gefahren. Und dort ist auf einmal, die Landschaft ist halt nachher komplett anders als da gewesen. Auf einmal ist alles so wüstenmäßige Buschlandschaft. Und dann haben wir dort wieder gezeltet. Am nächsten Morgen aufgestanden und dann war das nächste Reiseziel Little Sahara Dunes. Das sind so wie riesige Sanddünen und man hat sich dort wie Wüste gefühlt, extreme Hitze.
Arches National Park, der war etwa 2 Stunden entfernt. Unvorstellbar gewesen. Und dort hat man sich zuerst einmal so gedacht, ja, wie viel man eigentlich an einem Tag machen kann. Es ist einfach die ganze Zeit kommt etwas Neues. Oh shit, man wird hure schnell, Digga! Oh shit, Digga! Digga, bei mir fängt schon an flattern! Oh Scheiße! Gegen den Abend, was nachher dunkel geworden ist, haben wir halt noch ein kleines Motel gesucht zum Übernachten. Und da hat es noch etwas gehabt. Es hat genau noch ein Zimmer gehabt. Und das war ein Suite. Und der Vermieter, das war so ein lieber Sieg, der hat für uns irgendwie einen halben Preis gemacht und wir haben irgendwie zu 8 dort hinein chillen. Und ja, es sind halb eskaliert, wo wir das gesehen haben, weil es ist genauso vor einer riesigen Schlucht gewesen. Und voll das Wüstenfeeling immer noch. Arizona angekommen, fettiger Burger gefressen im Roadkill, das war bei Route 66. Es hat dem Bimbo sehr gefallen, mal auf dieser Route 66 gefahren zu haben. Und nachher, wir waren eigentlich recht lange am Fahren und dann ist schon langsam spät geworden. Und dann haben wir irgendwo geparkt und auf einmal hören wir nur so einen Schuss. Wir denken so, Scheiße, gehen alle geschwind zum Auto. So. Wir haben nicht gewusst, was passiert. Und nachher
kommt so, ja, so ein Amerikaner, nur mal gesagt, er will uns ein bisschen einschüchtern, aber das voll, ja, dass es nachher easy sagt. Und wir sind so richtig geflasht von dem, weil wir haben so etwas noch nie erlebt und erwartet und ja, ein richtiges Erlebnis gewesen. Und ja, zum Schlafen haben wir dann nochmal so eine schöne Landschaft mit noch, jetzt haben wir langsam wieder ein paar Bäume gehabt, haben wir wieder Hängematten aufgestellt. Ja, Grand Canyon, das war das nächste Reiseziel. Wir haben uns alle mega gefreut und alle mal dort rein sein, schauen, wer so drin ist. Und einfach ja, die Eindrücke sammeln. Und es war eindrücklich. In Vegas angekommen, mitten in der Nacht und trotzdem noch 35 Grad. Ja, ist noch geil gewesen, aber ich kann mich leider nicht mehr so viel erinnern. Echt? Das ist das Gute, einfach so Am nächsten Tag irgendeine Wurfwürste aufgemacht. Keine Ahnung, wie wir dort hergekommen sind.
alle irgendwo anders am Pennen gewesen. Ich im Auto, Bimbo war auf dem Dach gewesen, die anderen waren irgendwo in der Wüste gewesen. Dann von dieser Wüste aber irgendwann haben wir es dann alles zusammengepackt, sind losgefahren Richtung Los Angeles. Also grosse Ereignisse war es nicht gewesen. Wir sind einfach durch eine wunderschöne Wüstenlandschaft. Zuerst Mojave-Wüste, nachher Route 66 und nachher sogar noch ein Teil durch Death Valley. Und auf der Route 66 war halt eben schon ein langer Fahrtag. Am Schluss waren es 10 Stunden gefahren, das sind 850 Kilometer. Und ja, zu weit auf der Route 66 kommt so eine Kurve, 90 Grad. Und die habe ich auch nicht gesehen. Es ist voll geradeaus ins Zeug rausgefahren. Und wieder rausgefahren. Es war niemand verletzt. Wir haben alle überlebt. Es ist halt keine, wenn es Leitplanken gehabt wären wir vielleicht tot. Aber es hat auch keine Leitplanken dort gehabt. Und dann bin ich halt rückwärts wieder raus. Und dann sind wir ein Stück gefahren. Und die Karre hat sich plötzlich so komisch angefühlt. Sind wir angehalten. Platte gehabt. Ja, und dann haben wir halt gedacht, jetzt müssen wir die Platte reparieren. Alle keine Ahnung, haben wir nie gemacht. Alle Vollspackos, alles Holzköpfe. Ja, und dann haben wir halt die Platte gewechselt. Und ich mit dem Wagen haben so irgendetwas drehen müssen. Der ist immer weiter auf, bis wir einen wechseln können. Und ich habe dann drehen, nicht am schauen, wo der Karre so steht. Und zumal alle so voll am Eskalieren, so, oh, pass auf. Und zumal der Karre voll auf den Boden ist. Jetzt der Wagenheber irgendwie an die Straße eingedrückt und gekippt. Und ich bin ja dort gehockt neben dem Wagen. Der ist ja voll neben mir zu Boden. Das hätte ich auch noch blöd gehen können. Aber wir waren dann wirklich imstande, den Karren zu flicken. Also den Reifen zu wechseln. Und dann ist der Roadtrip halt weitergegangen. Wir sind dann irgendwann aus der Wüste rausgekommen, Richtung LA und sind auf die grosse Stadt zugefahren. Wunderschön mit den Lichtern und so, man kommt so ein bisschen vor, man sieht es schön. Man sieht auch das Meer schon anfangen, es war halt dunkel. Und dann sind wir halt noch 3 Stunden quer durch die Stadt auf der Autobahn gefahren. Für mich noch krass, weil ich kenne halt nicht so grosse Autobahnen, in der Schweiz höchstens 3-spurig. Und dort hat 6-spurig, du kannst links und rechts alles überholen, was da willst. Das ist halt schon noch ein Rennfahrergefühl, so quasi einfach rechts wieder überholen. Von der rechten Seite auf die linke wechseln oder von der linken wieder auf die rechte. Ja, krass gewesen. Dann sind wir noch kurz gegessen, irgendwo im schwarzen Viertel. Und dann wieder, die anderen sind ein bisschen am Moor, ist glaube nicht mal ausgestiegen, haben gepennt. Und dann haben wir weitergefahren. Und dann irgendwann sind wir in Santa Barbara angekommen, sind da ein bisschen im Kreis gefahren, haben kein Hotel gefunden. Wir haben es probiert, aber es ist auch nicht so gut gelaufen. Und dann haben wir halt einfach am Strand gepennt. Wir sind halt auch nach 10 Stunden Fahrt sind wir alle im Arsch gewesen. Also ich halt auch, und dann sind wir halt einfach irgendwo am Strand suchen gelaufen. Nachher am Morgen aufgewacht, am Strand, halt richtig alle noch immer noch voll kaputt. Wie die Penner dort am Rumlatschen, noch ein bisschen baden. Nach dem Check in der Box, wakey-bakey hast zum Morgenessen. Ja. Und nachher ist es dann weiter zum Skydiven gegangen. Das war halt auch richtig krass. So, alle halt nervös schon vorher, nachher gehst du zum Flüger rauf. Einer geht raus, der nächste geht raus. Dann bist du halt so langsam richtig nervös, wenn du dann so am Rand am Hängen bist. Springst du raus und der erste Moment ist richtig krass. Das Feeling, wenn du halt aus dem Flüger rausgehst. Nachher 60 Sekunden freier Fall, wo dir eigentlich vorkommen, nur 2 Sekunden, das ist auch noch krass. Und nachher kannst du halt, wir haben jetzt alle noch selber steuern können, das war auch noch geil gewesen. Ja, und unten dann alle gelandet. Boah, ist das geil gewesen, Mann! Ja. Also am Abend nach dem Skydiven sind wir dann halt ins Hotel ein bisschen chillen. Wir waren auch alle erschöpft, vor allem die aus dem Flugzeug gesprungen sind. Und wir haben dann aber noch einen recht netten Jamaikaner getroffen, der unter uns gewohnt hat.
Und er hat uns netterweise sogar angeboten, eine Stadtführung mit uns zu machen, durch das kleine Mexikanerviertel dort. Und wir haben dann das Angebot die Mal das angenommen und sind mit unserem Auto ein bisschen zur Stadt gefahren, ein paar Sachen gezeigt. Und als wir dann zurückgekommen sind die anderen Leute schon gerade vom Hotelparkplatz uns entgegengelaufen und ich gesagt, wir bleiben nicht in dem Hotel, sonst wir nicht raus. Der offizielle Grund hat dann geheißen, Zeit im Vierzimmer, wo halt auch noch von 4 Leuten gezahlt worden ist. Das passt dann halt nicht. Bis jetzt war das nie ein Problem gewesen. Und wir haben dann später auch erfahren, dass das nicht der wirkliche Grund war. Der wirkliche Grund war auch, dass wir Kontakt hatten mit dem sehr netten Jamaikaner, der da in der Gemeinde einen extrem schlechten Ruf genossen hat oder einmal nicht genossen hat. Und ich weiß auch nicht, mit was er das verdient hat, weil er ist extrem freundlich war. Aber irgendwie sind die Leute halt nicht auf den gestanden. Und wir haben dann halt 2-3 Blöcke weiter wiederum ein sehr billiges Motel gefunden und sind dann dort schauen. Am nächsten Tag ist dann Surfen auf dem Plan gestanden. Das war ja richtig fett. Dann sind wir dann zur Surfschule. Die haben gesagt, wenn das woanders sein, das Surfen ist nicht. Dann sind wir am Strand. Aber wir natürlich wieder mal zu verhängt, um das zu filmen. Und so dort halt am Surfen gesehen, es hat glaube ich allen wirklich gefallen, weil es ist schon geil war. Und nach dem Surfen sind wir rauf zum Auto, halt umziehen. Und nebendran fährt so einer her, so ein alter Sieg. Dann fangen wir so mit dem an labern und wir haben halt einfach gemerkt, das war ein richtig geiler Sieg. Und das war eine richtige Legende, der Rock Duke. Because it's such a remote, scrap apple conditions, So if you can endure that, you were going to make 125, 150 grand a year, And that went a long way in 1963, man. Trust me, So then everything went to Duke here, I don't think so. Bam! I hit him with a left hook, knocked him down, broke his jaw. I'm standing over him. All his bros come around me, And I had a knife in my pocket right here. I could show you a pocket knife. And they go, "He's got a knife!" So I took the knife and I stuck it in my pocket because they all jumped on me, kicking me and shit like that. And so finally I worked my way over to him, and I got on top of him. Now he was wounded, and I just put my forearm right at his neck and I go, "Look, you better tell your friends over here to fucking back off because if they don't, I'm gonna break your neck and you're gonna die right here." I see. They called the police. Guess who went to jail? They. You did? 6 stories against 1. Oh, right? Yeah, for sure. Yeah. Nobody else in the parking lot would say shit. They didn't see nothing, right? You know why? Right? Because that's their turf. They run that turf. So I go into jail. I bailed out the next morning, $20,000 cash. Thank you very much. I don't have to go through a bond. You can go through a bondsman and he takes it, right? Percentage of it. Fuck those guys. So I bail out the next morning, and I go down there, and they're there, right? So I walk over and I got my cell phone. I go, "Now look, this is a party. We're all invited here. You. I know you drive that car right there with that license number, right? And you drive that one. Yeah. And here you see the car I'm driving now. Okay. Now here's the deal." I go, "I'm not leaving this beach. I love this beach. I go, I already kicked your boss's fucking ass." And I said, "I'll tell you what." I said, "Now somebody's going to call the Hells Angels and tell them about all the stupid stuff you've been doing here and how." That's a lot. Yeah, out of the class of 200, that's a lot. Yeah, I mean even 1's a lot when you know them, personally like that. And God, I my heart broke here a while back. We're having our 50th reunion this year. I hope you dated myself here, but there's a girl on there, and they were talking about this first classmate that got killed in Vietnam, Chad. He was high school, graduated June. He went to Vietnam. He was dead in November. And the thing that was so heartbreaking about it was the girl that posted this on the internet site for the high school said she lived right down the street, like 2 horses down the other side of the street. She saw the army car pull up in front, and she knew right then that Chad was dead. And the whole neighborhood just destroyed. So they named the gym after him, But I went to high school with this kid. He was a nice kid, a really nice kid. Never had an enemy or anything. So war is hell. Let's try and stay out of it.
sind wir dann wieder ins gleiche Hotel wie am Vortag. Wir waren alle müde vom langen Surftag und haben dort aber trotzdem wieder nette Leute kennengelernt. Insbesondere ist mir im Gedächtnis geblieben ein Mexikaner namens Eddie, der mir persönlich halt nicht so sympathisch war, weil er halt der als Cowboy-Fan war. Und dann sind wir halt dort liegen und am nächsten Tag sind wir Richtung LA, also in die Stadt reingefahren und haben dort die Stadt genossen. wahrscheinlich 100 Pro schon. Nachher, der nächste Tag war dann halt Reise auf San Francisco, haben überall ein bisschen Stopp gemacht. Es war schön, so der Küste. Am nächsten Tag haben wir eine recht lange Reise mit dem Auto, sind wir bis zum Yosemite Park gefahren. Auch wieder ein paar Stunden gewesen. Und der Yosemite Park ist eigentlich zwar vergleichbar mit das, was wir mit der Welt in der Schweiz haben, aber trotzdem wirklich extrem schön. Die Straße der Yosemite Park ist extrem schön. Am Abend nach dem Yosemite sind wir dann zurückgefahren, wie gesagt, eine lange Fahrt. Ich bin krank geworden unterdessen und hatte wahrscheinlich recht hohes Fieber gehabt. Und von der Rückfahrt weiss ich darum her wirklich fast nichts mehr. Und ich habe gefunden, das ist etwas am gefährlichsten, was wir mit dem Auto gemacht haben, dass ich dort mit dem Fieber noch gefahren bin. Am nächsten Tag bin ich also aufgewacht und habe das Gefühl, der Karre sei geklaut worden, weil wir einen Block weiter parkiert haben. Das habe ich nicht mehr gewusst. Und ja. Der nächste Tag war auch wieder richtig geil. Ich, Leon, Arne und Janik haben so ein bisschen Tour gemacht durch San Francisco, Hashberry-Anlage, ein richtig schönes Viertel. Ja, richtig guter Tag.
ist das halt ein Mülltag gewesen, vor allem für mich. Ich bin halt immer noch krank gewesen. Wir sind dann ein bisschen durch die Stadt gelaufen, zurück zum Karren haben wir eigentlich wollen und eigentlich genau die gleiche Situation wie am Morgen. Der Karren ist nicht rum. Und wie sich dann herausgestellt hat, ist er abgeschleppt worden. Und das hat uns dann im Endeffekt das Abschleppen für irgendwie 560 Stutz, der Bus 100. Den Bus habe ich zwar nicht gezahlt, aber immerhin 500 Stutz für falsches Parking. Das ist das, was mir für San Francisco für immer in Erinnerung bleiben wird, die hohe Müllstadt. Ja, nach ihrem Debakel und nach unserem eigentlich sehr guten Tag haben wir uns dann wieder getroffen, sind dann gleich nochmal so gegessen und haben nochmal schön einen richtig gemütlichen Abend in San Francisco verbracht. Dass wir alle zusammen sind. Mexikanischer Reste. Eben, und nachdem 3 von uns es schon verloren haben, sind wir am Abend nochmal auf Minneapolis und dann hat der Leon uns ein paar Schlupfwege gezeigt. Und wir haben noch gegessen dort, sind dann zur Straße gelaufen und noch Leute getroffen und haben uns einen richtig geilen Abend gemacht, so, um die ganze USA-Geschichte ein bisschen voll abzuschliessen. Und haben es nachher mit Mühe auf den letzten Bus geschafft und sind nachher wieder ins Hostel zurück. Haben dort noch mal ein paar Stunden gepennt, am nächsten Morgen auf, den letzten Burger essen und nachher noch einmal Mall of America. Das ist richtig speziell, gigantisch. Und ja, dann hat es auch geheißen, Gepäck nehmen, Last Spliff und auf den Flug Richtung Schweiz. Einfach ein hammermäßiges Erlebnis gewesen. Es ist krass, wie vielfältig das Ganze ist, also wie viel Landschaftsunterschied. Und es ist einfach wie noch vorbeigeflitzt. Es ist vom einen Abenteuer ins andere gerutscht und man kann es einfach jedem empfehlen, um es zu machen. Schau ihn nicht, um es in einen anderen Kontinent.